Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Der Teil, in dem wir hier stehen, in unserem Aquarienhaus, der wurde 1985, 86 quasi gebaut. Damals war dieser Teil geteilt in zwei Anlagen. Es ging praktisch hier, wo diese Steinwand ist, die ging hier weiter, sodass man dann zwei getrennte Terrarienbereiche hatte. Das wurde damals der Bereich Südamerika halt dargestellt. Wir hatten ein großes Becken mit Gabelbärten, mit südamerikanischen, und in dem Teil hier waren damals noch unsere Kaimane untergebracht. Dann hat sich mit der Zeit der Besatz ein bisschen geändert, aber es blieb immer irgendwie südamerikanisch. Wir hatten hier Weißbüscheläffchen, wir hatten grüne Leguane hier drin. Und irgendwann hatten wir dann gesagt, dadurch, dass wir den Neubau der südamerikanischen Besatz hat, war diese Anlage hier so eine Mischanlage, sodass wir irgendwann dann den Entschluss gefasst hatten, wir machen jetzt quasi aus diesen zwei kleineren Anlagen ein großes Terrarium. Ja, und das ist daraus jetzt in den letzten 1,5 Jahren entstanden. Wir haben einmal ein Mangrovenbecken. Die Mangrove haben wir aus Stuttgart hierhin bekommen. Das war ganz gut, dass wir so ein großes Exemplar bekommen hatten. Und wir haben hier ganz typisch für die Mangrove Schützenfische. Die haben hier so ein, ich glaube, das ist die Hülle einer Paranuss, beziehungsweise da drin die Früchte. Hier können wir Insekten reinlegen. Meistens sind es dann Grillen, Heimchen oder vielleicht auch Heuschrecken. Die wandern dann über den Rand hinaus, können sich dann teilweise nicht mehr gut halten und werden dann von den Schützenfischen quasi abgeschossen. Das werden wir gleich vielleicht noch einmal simulieren. Und genau, ein grüner Kugelfisch hält sich hier noch auf, der lebt aber sehr versteckt, so richtig häufig sieht man den nicht. Gerade hatten wir das Glück allerdings, dass wir den gesehen haben. Die ganzen Mangrovengebiete zusammengenommen sind ein riesen CO2-Speicher und sind noch bedeutender als die Regenwälder in Südamerika. Schützenfische sind ein gutes Beispiel für die Anpassung an einen speziellen Nahrungserwerb. Und zwar
An sich sieht man, dass die Körperform vom Kopf an mit dem Rücken, mit der Rückenlinie erstmal gerade ist, abgeflacht ist. Und das zeigt schon mal, dass sie eher an der Oberfläche leben und jagen. Dann haben sie ein oberständiges Maul, das heißt, das Maul ist nach oben gerichtet auch. Sie haben relativ große Augen, was auf ein gutes visuelles Vermögen schließen lässt. Und in dem Auge selber, das sieht man jetzt leider nicht, da ist ein Bereich, der ist abgeschattet, sodass die Fische, wenn sie viel oben an der Oberfläche sind, halt durch das Sonnenlicht nicht großartig geblendet werden. Und einen weiteren Bereich, den sieht man jetzt natürlich überhaupt nicht, das ist die Zunge und das Gaumendach bilden zusammen eine Rinne. Und damit können die Schützenfische relativ gut gezielt einen Wasserstrahl nach draußen quasi auf die Äste oder Blätter schießen, indem sie halt die Kiemendeckel zusammenpressen. Was man nicht so glaubt, ist allerdings, wenn die Schützenfische es einmal erlernt haben, ihr Futter quasi von einem Blatt runterzuschießen, dann müssen sie das immer wieder neu quasi trainieren. Also es kann sein, dass sie das mit der Zeit auch wieder verlernen. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut auf unsere Playlist vom Tierpark und Fossilien Bochum.